Der besondere Reiz wird ausgemacht von den Menschen dieser Universität und in ihren verschiedenen Perspektiven und Blickwinkeln, die sie einbringen, angefangen von unseren sehr engagierten Studierenden, aber eben auch diese herausragenden Forscherinnen und Forscher und nicht zuletzt die hoch engagierten Mitglieder unserer Verwaltung und auch in der Technik, wo man immer wieder neue Ideen und Lösungen für Probleme entwickeln kann. Das finde ich sehr spannend. Hallo, mein Name ist Ursula Staudinger. Ich bin Direktorin der TU Dresden und freue mich sehr, euch heute einen kleinen Einblick in meinen Arbeitsalltag zu bieten. Die Aufgabe ist enorm umfangreich. Es ist wirklich die Aufgabe eines CEO, eines mittelgroßen bis großen Unternehmens. Wir haben über 40.000 Mitglieder auf unserem Campus. Der Arbeitstag beginnt so bei mir üblicherweise um 7 Uhr am Schreibtisch. Da ist dann erstmal Abarbeiten von vielen E-Mails, mich einstellen auf die vielen Termine, die ich dann im Laufe des Tages habe, die mir vorbereitet wurden von meiner Referentin und auch von meinem Büro, wo ich mich dann aber natürlich eindenken muss, damit ich auch den Termin gut und zeiteffizient bestreiten kann. Die Termine betreffen zum einen bilaterale Treffen innerhalb des Rektorates, aber natürlich sehr wichtig, mit allen Statusgruppen unserer Universität treffen wir uns regelmäßig, sei es den Studierenden, den Mitarbeitenden oder auch den Hochschullernenden. Die TU Dresden macht für mich aus, und das macht sie auch einzigartig, sie ist die einzige Exzellenzuniversität in den neuen Bundesländern. Dadurch hat sie eine besondere Geschichte. Sie hat ja bald ihr 200-jähriges Jubiläum 2028 und dazu gehören eine lange Geschichte, die geprägt ist durch eine hohe Wertschätzung von Erfindergeist, von Innovation, von immer vorne mit dabei sein. Es ist dieses besondere Miteinander auch unter einem Dach hier an der TU Dresden aus gewachsenen Biografien, die durch die DDR-Geschichte geprägt sind, die international geprägt sind, die durch westdeutsche Sozialisation geprägt sind. Die TU Dresden hat durch diese wechselhafte Geschichte auch immer wieder ihre Anpassungsfähigkeit gezeigt. Auch das, glaube ich, prägt sie. Das wollen wir uns gerne erhalten. Und wir haben das besondere Geschenk durch diese Geschichte, dass wir, wie ich gerne sage, eine technische Volluniversität sind, wo Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften nicht nur ein Feigenblatt neben den Ingenieurs- und Naturwissenschaften sind, sondern eine volle und eigene Rolle an unserer Universität spielen. Und das leitet über zu einer Möglichkeit der Interdisziplinarität unter einem Dach. Da müssen wir nicht andere Partner suchen außerhalb, die auch einzigartig ist. Und die Offenheit, die ich hier erlebe von allen Kolleginnen und Kollegen für dieses interdisziplinäre Miteinander, auch große Gräben zu überbrücken zwischen Ingenieurwissenschaften und Geisteswissenschaften beispielsweise, ist wirklich immens, und es ist ein ganz großes Potenzial und ein Geschenk, was uns kennzeichnet. Ich wurde angesprochen von einem Headhunter, der von der Findungskommission beauftragt war, sich umzutun auf der ganzen Welt, wo Personen sein könnten, die passen zu dieser Rolle hier. Das hat mich dann erstmal sehr überrascht. Gleichzeitig hatte ich ja einen früheren Bezug zur TU Dresden, da ich meine erste Professur, meinen ersten Ruf an die TU Dresden hatte 1999. Und als ich mich dann ein bisschen mit der Frage auseinandergesetzt habe, war ich eben sehr beeindruckt von der Entwicklung der Universität. Ja, und so habe ich mich dann auf den Prozess eingelassen. Am liebsten mag ich an meiner Arbeit mit unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen institutionellen Gruppen im Gespräch zu sein, auch zu vermitteln zwischen diesen Gruppen. Ich mag es, in der Lage zu sein, einen institutionellen Rahmen zu schaffen,
der ermöglichen soll, dass jedes Mitglied unserer Universität bestmöglich die eigene Aufgabe erfüllen kann und wir als Gesamtinstitution unseren Zielen immer wieder ein Stückchen näher kommen. Das ist eine sehr faszinierende Aufgabe. Es ist extrem wichtig, hier partizipativ und mit großer Offenheit an die Problemlösungen heranzugehen. Insofern war es ganz wichtig für mich, im Rektorat diese Aufgabe auch auf mehrere Schultern zu verteilen. Die Herausforderungen für eine Exzellenzuniversität im 21. Jahrhundert sind immens. Wenn es um Nachhaltigkeit geht, wenn es darum geht, im Wettbewerb um die nächste Exzellenz wieder vorne mit dabei zu sein. Alleine lässt sich so etwas nicht stemmen, auch nicht von oben herab. Mein Eindruck war, dass es gut wäre, für die TU Dresden ein Prorektorat Universitätskultur einzurichten, was das Auge wendet und die Aufmerksamkeit wendet auf unsere Werte, auf das Miteinander auf dem Campus, auf den Campus als sozialem Ort. Ich glaube, man braucht eine Vision und Begeisterungsfähigkeit für diese Vision, viel Geduld. Man muss gut zuhören können, gleichzeitig aber auch durchsetzungsfähig sein. Und man braucht ein gerüttelt Maß an Frustrationstoleranz, denn die Dinge lösen sich nicht schnell und nicht einfach. Man braucht einen langen Atem. Ja, natürlich gibt es Momente, wo man mit der Aufgabe hadert und auch an sich selbst zweifelt, ob man dieser Aufgabe gewachsen ist. Ich glaube, am besten ist es in solchen Momenten, erstmal einen Schritt zurückzutreten, gut durchzuatmen, sich die Zeit zu nehmen, die Dinge nochmal zu durchdenken. Manchmal hilft es auch, einfach drüber zu schlafen. Ich würde mir wünschen, dass die Studierenden wissen, dass ich auch mal Studentin war und dass ich diese Erinnerung noch sehr lebendig parat habe. Das Erste daran wäre mir wichtig, sich klarzumachen, was für eine privilegierte Zeit im Leben das für einen ist. Den Freiraum, den man hat, den sollte man sich durch keine Prüfung oder Zeitdruck nehmen lassen, sondern man sollte diese Lebensphase wirklich auch genießen und ausschöpfen. Und dazu gehört aus meiner Sicht auch, sich als Person kennenzulernen, sich weiterzuentwickeln, sich den Herausforderungen zu stellen, sich auch Aufgaben zu suchen, die neben den ECTS liegen. Und unsere Universität ist sehr dadurch geprägt, dass es ein reichhaltiges Spektrum an Möglichkeiten gibt, sich als studierende Person zu beteiligen und mitzumachen. Die Universitas kann nur aktiv bleiben, innovativ bleiben, produktiv bleiben, wenn auch unsere Studierenden aktiv mitgestalten, sei es im Studierendenrat, in Fachschaftsräten oder in den zahlreichen Interessengruppierungen, die die Studierenden schon gebildet haben. Es ist uns auch wichtig, dass wir als Universität in der Größe, die wir sind, mit über 40.000 Personen, auch ein Schwergewicht im Freistaat Sachsen sind und dass wir mitreden sollten. Und das will ich auch gerne und immer mit unseren Studierenden tun, wenn es darum geht, die Demokratie zu schützen, die Demokratie weiterzuentwickeln, uns als eine weltoffene Stadt in Dresden darzustellen. Meine Vision für die TU Dresden ist, dass wir ein fester Punkt auf der internationalen Wissenschaftslandkarte werden, dass wir gleichzeitig regional noch mehr Verantwortung übernehmen und als Gemeinschaft, als Universitas es schaffen, hier ein Miteinander zu erzeugen aus den vielen Perspektiven, die Menschen zu uns bringen, sei es aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, unterschiedlichen geschlechtlichen Hintergründen, Altersgruppen, religiösen Hintergründen oder auch Menschen, die ein Leben mit Behinderung führen. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass es uns gelingt, diese Perspektivenvielfalt positiv aufzugreifen und ihr Potenzial zu nutzen. Ich möchte die TU Dresden
zu einem Ort der kontinuierlichen Innovation machen, die aber nur aus einer solchen Perspektivenvielfalt zu leisten ist. Und auch hoffe ich, dass wir die TU Dresden noch besser darauf ausrichten können, eine wichtige Größe im öffentlichen Leben des Freistaats Sachsens zu werden und einen konstruktiven Beitrag in den Diskussionen um den Schutz unserer Demokratie, aber eben auch um den Schutz der Natur und unserer Umwelt hier im Freistaat leisten zu können. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, etwas von meinem Arbeitsalltag zu erfahren. Wenn Sie Interesse haben an der letzten Folge, können Sie dieses Video anklicken und natürlich haben wir auch noch weitere Videos über die TU Dresden oder am allerbesten Sie abonnieren unseren YouTube-Channel. Vielen Dank.